Der Labrador Milo ging oft durch den Wald spazieren, der sich in der Nähe seines Hauses befand. Doch eines Tages kehrt er mit einer seltsamen Überraschung zurück, die wie ein winziger Welpe aussah. Was aber niemand wusste, war, dass der Welt ein Krieg gar kein Hund war. Als der Labrador Uno eines Tages durch den Wald ging, fand eine winzige Kreatur auf dem Boden liegen und brachte sie zwischen den Zehen vorsichtig nach Hause und ließ sie vor der Haustür zurück. »Milo, was hast du damit gebracht, und woher hast du diesen Welpen?« fragte der Besitzer namens Nicky sein. Und es war ein Welpe, der möglicherweise verlassen worden war. Ebenso was war klar, dass er noch nicht lange am Leben weiter seine Augen noch verschlossen waren. Nicky nahm den Welpen die Hand und begann ihn zu untersuchen. Der Welpe war so klein, dass er gerade einmal in die ganze Anfläche von Nicky passte. Und plötzlich tat das etwas Außergewöhnliches. Jedes Mal, wenn ich den kleinen Welpen in seine Hand nahm, drückt er sich mit seiner feuchten Nase gegen Nicky zweimal Hand, und der schien so, als ob er sich dort sehr wohl fühlt. Er beschloss sich, den Welpen zu behalten, und gab ihnen den Namen Teddy. Anfangs, so sagt, mit jeweils sehr schwierig gewesen, sich um das Jungtier richtig zu kümmern, man daher keine Vorerfahrungen mit neugeborenen Tieren hat. Doch eines wird niemals vergessen, und zwei, dass Milo den kleinen Teddy regelmäßig mit seinem Körper aufgewärmt hat und ihn sogar mit seiner Zunge sauber leckte. Er war wie ein Babysitter und übernahm die Mutterrolle für ihn. Doch im Laufe der Zeit wurde der Besitzer etwas misstrauisch, als der Welpe anders zu wachsen begann als wäre normaler Hund. Plötzlich begann sich die Farbe des Fells zu verändern, und sein Fell veränderte sich auf einmal in dunkle, weiche und sehr dickes Fell. Als der Mann die eines Tages in einem kleinen Stolz zurückließ, hatte er ein seltsames Geräusch und drehte sich um zu sehen, was los war. In diesem Moment wurde er Zeuge, wie der kleine Teddy sehr gekonnt durch den ganzen Stall kletterte und sich von Tür zu Tür schwang. Nach diesem Ereignis bekannte die regelmäßig auf Schränken und anderen Gegenständen zu klettern. Es war unglaublich, denn noch nie in meinem Leben habe ich einen Hund springen oder gar klettern gesehen. Es war für eine Katze. Aber es war keine Katze, sagte er. Als Nikita die eines Tages wegen der Impfungen zum Tierarzt brachte, fing der Arzt an zu lachen und sagte, dies sei definitiv kein Hund, sondern ein Zobel, besser bekannt als Bauma, da dieses Teams sein Hobby und existiert in Osteuropa hauptsächlich in Russland bis nach Sibirien, sogar in Japan ist es beheimatet. Der Arzt kommentierte auch, Sie können jetzt weiter behalten. Aber ich glaube nicht, dass Sie es sehen können, da es der ungezogene Wirt Ihre sind, und ich befürchte, dass es mit der Zeit, wenn es größer wird, viele Dinge in Ihrem Haus kaputt machen wird. Ich rate Ihnen, es an einem Ort zu bringen, an dem sich um wilde Tiere gekümmert wird, sagte der Tierarzt. Doch Nicky war schon so sehr an Teddy gebunden, da sie nicht mehr abgeben wollte, und sie waren bereits sehr gute Freunde geworden, und sogar der Hund Milo war sehr glücklich an seiner Seite. Leider, wie dieses kleine Tier hauptsächlich wegen seines Wert von Places getötet wird, aus dem Tore Pelzmäntel hergestellt werden, die zu sehr hohen Preisen verkauft werden. Es war klar, dass er jetzt selbst recht nicht mehr alleine lassen wollte. Nun ist der kleine Pelzige mit wunderschönen, glänzenden Fell bedeckt, und Nicky hat es geschafft, ihn vollständig zu zähmen. Wenn die Klima nicht mal spazieren geht, spielt und klettert der kleine Teddy mit voller Freude auf nahegelegenen Bäumen und ohne Zweifel kehrt er jedes Mal wieder nach Hause zurück. Ohne Zweifel ist dies eine einzigartige Geschichte. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.